Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir ein ganz besonderes Video, worauf ich mich schon sehr gefreut habe. Und zwar sind wir im Account von Scythe drin. Den einen oder anderen wird er bestimmt ein Begriff sein und das Video ist alleine deswegen schon besonders, aber es wird noch besonderer, denn wir haben nicht nur den Scythe im Charakter hier mit dabei, sondern auch im Discord-Call. Herzlich willkommen, Hallöchen, Scythe, grüß dich. Oder auch, Ja, moin. Oder auch Matze genannt, ne? Ich soll dich ja mal Matze nennen, ne? Ja, genau, ist mir lieber. Ja, also eine Premiere hier. Er hatte auch mal früher YouTube-Videos gemacht, jetzt mittlerweile nicht mehr. Wir waren ja schon mal im Account von ihm drin, als ehemalig höchster Basispunkt Magier, glaube ich, oder? Ich weiß, oder insgesamt, Genau. glaube ich, ne? Von allen Klassen, glaube ich, war das, ne? Sogar. Wie Oh, ich weiß nicht, ob es nur Magier war oder alles. trackst du das noch momentan mit? Auf dem wievielsten Platz du bist von den Basispunkten her? Nee, kriege ich nicht mehr mit. Also, du hast ja Okay. mal so Lichten gemacht mit Strider, glaube ich, und so weiter. Genau, ja. Da warst du noch relativ weit oben. Ansonsten, wer den Scythe oder den Matze nicht kennen sollte, er ist momentan auf Platz 3 in der internationalen Ehrenhalle. Ich würde sagen, mit Nachteule so zusammen auch wirklich einer der stärksten Magier, die es so weltweit gibt. Und das ist schon eine heftige Ansage. Stufe 620 ist auch schon krass. Ja, es geht natürlich noch höher. Ich komme da jetzt schon fast ran, muss ich sagen. Aber die Basispunkte, die sind wirklich abnormal krank. Da direkt die Frage an dich. Bist du relativ früh auf Gold geswitcht? Kannst du dich daran noch erinnern, wann du mit welchem Level ungefähr auf Gold gegangen bist? Es müsste irgendwo zwischen 400 und 420 gewesen sein. Wow. So um den. Ja, auch relativ früh, ne? Aber das macht sich halt eben bemerkbar. Also, das sind wirklich absolut kranke Stats. Hat hier schon bald die 400k auf Intelligenz. Also, das sind schon echt gute Basispunkte. Und vor allen Dingen, was ich auch gleich gemerkt hatte, was mir der Matze auch noch gesagt hatte, wenn man hier die Items hin und her schiebt, es ist einfach so geil. Er befindet sich immer noch auf dem alten Backend und es läuft einfach alles flüssig. Ja, alleine hier, wenn man da jetzt auf meinen Server gehen würde, da hat man schon eine kleine Reaktionszeit immer so dazwischen. Und wir haben auch noch gleich ein Level-Up hier mit am Start, denn er hat uns extra noch die Daily Quest aufbewahrt. Er spielt hier übrigens auf S5 in der Gilde, die ultimative Gilde. Wie sieht's bei dir aus hier, gildentechnisch? Sieht noch relativ aktiv aus alles hier, ne? Genau, nur einer greift leider nicht wirklich an im Elevator. Ja, die habe ich leider schon gemacht. Ja, das ist nicht so schlimm. Auch krass, dass ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, nur eine 18er Hydra habt hier auf dem alten Server. Das ist auch, ja, weiß ich nicht, verwunderlich, muss ich sagen. Ja, wir sind schwächer als bei einer neuen Gilde. Ja, bei Celtic. Ja, unsere heutige Aufgabe ist es auf jeden Fall hier im Elevator mal ein bisschen vorbeizuschauen, denn als Magier hat man ja sowieso ein bisschen einen Vorteil im Elevator, da man ja auch gegen viele Magier selbst spielt und vor allen Dingen haben wir jetzt ja das Vergnügen auch einer der wirklich stärksten Magier der Welt hier zu haben und das sogar live im Video. Ich freue mich wirklich. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne einen Kommentar und ein Like auf das Video da, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich freue mich auch, dass du hier am Start bist und ja, freue mich definitiv auf die Episode heute hier. Was vermutest du, wie weit werden wir kommen im Elevator? Was ist so dein Tipp? Also wenn du mal oben schaust, war ich glaube ich im Höhlenmagen, da war ich glaube ich bei 83, genau. Weiter habe ich auch nicht probiert. Es ist schon sehr heftig. Also, Da ist schon nachher finito, ja? ich habe es nicht wirklich weiter probiert. Ja. Wie weit bist du im letzten Elevator gekommen? Weiß ich nicht mehr, weil beim ersten war es so, da war ich glaube ich bei 498 oder sowas. Ja. 500 habe ich nicht ganz gepackt, weil der Nachteule, also da geht auch der Gruß raus, hat mir damals geschrieben, dass er da 500 erreicht hatte. Stimmt. Die Nachteule war einer der ersten Accounts, die hier den Elevator alle 500 Etagen bezwungen haben. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 621. Ich glaube, ich habe einen kleinen Fail gemacht, ne?
Ich glaube, wir hätten zuerst das Level up machen müssen und dann hier die Belohnung abholen, ne? Das wäre, Ja. glaube ich, nochmal ein bisschen effizienter gewesen. Ja. Das tut mir leid an der Stelle. Oder wurden die schon, die gespeichert sind, wurden die auf Stufe 620 gespeichert? Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, ob sich der Bonus da ändert. Aber um das noch zu beenden, wie gesagt, mit Nachteule schreibe ich auch ab und zu mal. Und ich grüße ihn und bevor ich es vergesse, Viper soll ich auch grüßen. Ja, sehr schön. Ja, die ganzen Top-High-Level-Spieler, die sind hier alle, denke ich mal, untereinander auch ein bisschen connected, ne? Was ist dein nächstes Anliegen? Worauf skillst du jetzt als nächstes so, bevor wir jetzt in den Elevator gleich rein eskalieren? Ja, auf 200.000 Basis-Intelligenz. Okay. Ja, krass. Du bist auch ziemlich squishy unterwegs, sag ich mal, ne? Also das hast viel in Intelligenz, also viel mehr in Intelligenz als Ausdauer, also schon ein bisschen Glass Cannon so, ne? Was ist da so deine Meinung zu der Skillung? Sollte man eher so als Magier schon ein bisschen mehr Damage haben, sag ich mal? Ich gehe mal so in Richtung, weiß ich nicht, so 60, 40 vielleicht? Naja, also ich finde 100.000 als Magier schon krass eigentlich. Also Ausdauer, ne? Auf Ausdauer, Ich kenn irgendwo einen, der spielt auch Magier, der hat 150.000 Basisintelligenz, aber hat nur 3.000 Ausdauer. Okay. Ja, das ist natürlich auch nicht sehr klug. Also ein bisschen Ausdauer sollte man schon haben. Ich sehe, die Dungeons hast du hier natürlich auch alle gecleart, ne? Du hast nichts mehr weiter zu tun. Ne? Das ist hier kommt kein Timer mehr, das ist auch ungewohnt. Ja, du kannst mal in der Post schauen, wie lange das her ist mit Zeus. Ich weiß gerade gar nicht. Gespeichert sein. Oh, da bin ich auf jeden Fall. Zeus. Ja, 28.01. Ja, genau. Januar dieses Jahr. Ja, nice. Sektor 102 war das noch. Musst du nachlegen, ne? Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ich muss erstmal an Hades vorbei. So, aber wir werden jetzt erstmal reingehen. Also ich habe erstmal so angeplant, wir gehen erstmal auf 2000 runter, auf 2000 Pilze. Ich habe das Ganze schon geklärt. Der gute Matze bekommt dann eine Paysafe-Card, also er nutzt hier nicht seine Pilze extra fürs Video. Das ist gar kein Problem. Oh, ich sehe auch gerade, du hast auch eine heftige Spanne hier am Start. Ne? Also, aber du bist trotzdem unangefochten die Eins hier auf dem Server, ne? Ja. 100.000 mehr. Ja, so ansonsten vom Equipment her alles 20 Mal verbessert. Ist auch sehr, 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 sehr heftig. Ja. Seit einer Woche oder sowas habe ich das, glaube ich. Oh, noch gar nicht so lange. Früchte sind am Start. Ja, aber ich habe auch schon wieder einige angesammelt. Splitter und so weiter. Ansonsten noch irgendwas Interessantes, bevor wir reingehen? Erstmal soweit nicht, ne? Okay. Jetzt habe ich auch alle. Das Stimmt, passt alles. Genau, okay. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja? Ja, genau. Nee, weil du gerade im Sammelalbum warst, ich habe auch jedes legendäre Item, glaube ich, drin. Ach so. Wenn du das auch mal also das ist mal Voraussetzung hier von so einem Top-Magier, ja? Payst du noch viel rein so privat, so, um deinen Platz hier zu halten, auch international so ein bisschen? Oder wie sieht's da bei dir aus? Ich gehe nebenbei mal rein hier, ne, während wir ein bisschen labern. Nee. Ja. Nee, eigentlich nicht, weil ich bin eh auf 1 und also spielst wo ich mal mehr ausgebe, ist bei so einem Event. Ja. Spielst du nur noch so deine Alu 320er mit Glücksrad jeden Tag, so diese Standardkosten, die man halt hat, ne? Genau. Ja. Der Dungeon gibt's ja keinen mehr. Ne, ich muss mal gucken. Macht schon Sinn, tatsächlich hier mit den Buffs schon zu spielen, ne? Okay, sehe ich gerade. Dann machen wir das mal direkt hier. Natürlich Bier und Spinat, das sind so die beiden Sachen, die ich auch immer nutze. Ist mit am effizientesten. Und ich bin gespannt. Ich hätte gedacht, das wird relativ easy, aber ich glaube, dass wir da ein bisschen zu tun haben werden. Ich dachte, das ist easy, weil wir ja hier vom Boni profitieren. Der Elevator auf deinem Server hier noch einen Tag 10 Stunden, also du kriegst morgen nochmal 2% mehr. Da geht es dann natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher, aber wir nehmen jetzt heute nun mal den Tag auf und gucken mal, wie weit wir kommen. Was war jetzt dein Tipp gewesen? Was glaubst du? Wie weit wir kommen? Ja. Ja, 490 könnte schon klappen, aber ich weiß nicht, wie viel Pilze du halt drauf reinsteckst. Ja, das werden wir mal sehen im Verlauf des Spiels. Ich habe keine Ahnung, ob hier nochmal irgendwo so ein Mega-Blocker kommt hier irgendwo, an dem wir nicht weiter vorbeikommen. Hallo, die 483 war schon
heftig. Ich merke das jetzt schon. Also ich hätte gedacht, dadurch, dass du schon auf der 83 warst, ja gut, sind nochmal, ja, weiß ich nicht, sollten die ersten Etagen ein bisschen leichter fallen, aber das sieht ja jetzt schon echt schwierig aus, ey. Ja. Da gibt es so ein paar, die sind extrem hart. Ja. Vor allen Dingen, ich hätte gedacht, dadurch, dass man jetzt mit so einem Boni auf der Waffe mit plus 16% noch mehr, dass das leichter wird als die letzten Male, aber vielleicht wurden auch die Gegner dementsprechend angepasst. Weil, ja, zum Beispiel Nachteule, der ja im Vergleich, glaube ich, sogar von den Stats her schlechter ist als du, ne? Ein bisschen, ja. Ein bisschen weniger Ausdauer hat er. Ganz minimal mehr Intelligenz, aber dafür war schon deutlich, ja, also schon relativ deutlich weniger Ausdauer. Das macht schon ein bisschen was aus, auf jeden Fall. Deswegen hätte ich gedacht, bist du hier eigentlich bist du hier in der Favoritenrolle, wenn es hier jetzt um den Elevator geht. Deswegen wundert mich das, dass eben Nachteule derjenige war, der letztes Mal auf 500 gepusht ist und ja, du ja nicht, ne? Ja, mir war das nicht so wichtig, aber er hat dann halt geschrieben und dann habe ich es probiert, aber... Hast du da viel investiert im Elevator? Es geht so, also... Ich glaube, der erste war auch noch leichter, habe ich das Gefühl gehabt. Das glaube ich nämlich bald auch. Es kommt einem so vor, dass so ein bisschen die jetzt leichter sind, weil man die Buffs hier hat, so die man kaufen kann. Plus halt jetzt noch der Belzebub-Shop, wo hier dieser Special-Offer mit 16% läuft. Da geht man eigentlich von aus, dass das deutlich einfacher ist. Aber man sieht, es ist relativ schwierig. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich dazu sagen, ist das natürlich schon extrem hoch. Die wenigsten Spieler kommen, glaube ich, so hoch, wie du es tust, weil du halt einfach so auch mit als Magier die besten Voraussetzungen hast, würde ich mal so sagen. Und vor allen Dingen mit deiner aggressiven Skillung und deiner aggressiven Waffe, beziehungsweise die aggressive Waffenspanne, die du hast, ja, bist du hier eigentlich schon echt in einer Favoritenrolle hier. Ah, jetzt hast du einen goldenen Spinat. Ja. Blätterst du sonst immer für die goldenen Sachen so ab einer bestimmten Stufe? Ich glaube, das würde bald mehr Sinn machen, als diese normalen Buffs zu kaufen hier, wa? Ja, wenn Spinat da ist, nehme ich ihn, glaube ich. Ja, mal schauen. Ich glaube, diese normalen Buffs, die bringen es nachher gar nicht mehr großartig. Ich blätter jetzt mal nur für die goldenen. Die anderen Sachen, die tun hier gar nicht, glaube ich, großartig zur Rolle spielen hier, ne? Ja, übrigens, ich kann ja eine Frage von gestern beantworten. Die Schokomünze da, die gibt's auch in golden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte die sogar gestern im Video, hatte ich die sogar gezeigt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ja, die gibt dann, glaube ich, 12% oder so, ne? Irgendwie. Genau. Ja. Ja, ist ganz nice. Also ist nice zu vor allen Dingen zum Anfang, weil du ja mit dem Buff sowieso hier diesen Waffenschaden dazu bekommst. Genau. Genau, und der bin ich nicht vorbeigekommen. Ach so, ja, stimmt, wir sind jetzt hier auf deinem Rekordstand momentan. Ich kann nicht. Mal schauen, wir können es ja mal... der war schon knapp gewesen. Ja, gut, du hast... Magie ist das. Ah, Doch, jetzt. siehste. Da muss man sich einmal den Kampf anschauen, dann geht das schon. Ja, ich glaube, hier ist Potenzial, Du musst dich nur die richtigen Leute holen. Ey, ich bin super gespannt. Ich werde definitiv mal ja, schauen, was... der ist nice. Gut. Gehen wir volle Kanne durch hier. Wir ändern uns hier. Alter, ich habe gerade gedacht, was ist nun los hier? Die Tries sahen ja richtig schlecht aus, aber also sind auch gute dabei. Aber wir kommen hier weiter. Ja, 490 dein Tipp. Mal schauen, was da dran ist. Ja gut, du bist bald am Limit hier. 2000. Ja, ich scheiß auf das Limit. Hab ich mir jetzt spontan dazu entschlossen. Wir gehen weiter. Ich meine, dir kann es ja egal sein, ne? So, ja. Aber wir gehen hier weiter. Also ich muss gucken, was hier geht mit deinem Account. Du kannst ja auch was investieren, ne? Ja. Es ist ja auch wieder, holt ja das Video auch wieder raus hier mit den Werbeanzeigen. Ne? Deswegen, Leute, auf jeden Fall den Adblocker aktivieren an der Stelle hier, damit wir auch hier uns auf dem Account von Matze hier ordentlich durchpilzen können, ja. Ist ja auch Content für euch, den ihr schauen könnt an der Stelle, ne? Ist ja auch ein Unterhaltungsfaktor. Und ja, das ist ja auch irgendwo ein Geben und Nehmen. Was sind so deine Ziele für die Zukunft, so Shakes and Fidget technisch gesehen? Willst du dich so etablieren als ja, bester Magier oder hast du da so eher so ein Kopf an Nachteule? Willst du den überholen oder wie sieht es da so aus? Gibst du da viel überhaupt auf die internationale Ehrenhalle? So als erste Frage vorab. Nee, ist mir eigentlich relativ egal. Also deswegen skill ich nicht so oder so. Also
bin halt drin, ne, weil ich Platz 1 bin. Aber deswegen skill ich jetzt nicht irgendwie bewusst auf Ausdauer oder sowas. Ja, weil ich glaube, wenn du da wirklich bewusst drauf gehen würdest, würdest du, glaube ich, mehr auf Ausdauer gehen, ne? Weil würde ja schon Sinn machen, gegen andere Klassen, ne, ein bisschen mehr in die 50-50 Richtung zu gehen. Trotzdem Ja, krass, dass du auf Platz 3 hier bist, aber schwankst du viel in der Ehrenhalle dadurch? Bestimmt, ne? der international. Ja, falls du darauf Ja, achtest. ja, so zwischen 1 und 5 sage ich jetzt mal. Hm. Ja gut, das geht eigentlich sogar noch einigermaßen. 1 seltener, ne? Hm. Aber weiter So, ist da ein bisschen Alter, wir sind schon auf Stufe 490, 10 Etagen noch. Also das wäre richtig nice, wenn wir hier das heute packen. Zusammen, live im Video, ey. Ja, ist ja eigentlich nicht mehr viel. Oh, 10 Etagen noch, 9. Ja, da muss heute ein bisschen investiert werden hier. Für die der Wissenschaft. Der Arsch mit Ohren ist im Weg. Ja, mal schauen, das ist auch ein Intelligenzgegner. Das sind so, ja, das sind mit die härtesten, habe ich das Gefühl irgendwie. Mal schauen. Ja, ein Schlag tot wahrscheinlich. Ja. Nee. Ja, man muss halt hoffen, dass er eben nicht crittet, ne? Boah. Boah. Aber du haust ja auch ordentliche Schellen raus, so. Aber ist ja auch kein Wunder. Wir müssen uns mal wirklich ein paar mehr Kämpfe von dir anschauen, weil du hast ja echt gut Potenzial hier. Was ist so hast du schon mal drauf geachtet, was so dein höchster Crit-Treffer, den du bisher rausgescheppert hast, so? Oh, Nee, ehrlich gesagt nicht. Da muss ich mal was schauen. Da gehen wir mal auf die 200.000. Da muss ich einfach mal... Gut, 1,1 Milliarden. Ich dachte, das wäre jetzt mehr gewesen. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, 200.000, haben wir einen Berserker unten? Gut, das war aber vielleicht auch ein kleiner. Ja, das Kleine war ein Spanne. kleiner. Ey, das muss ein Berserker sein, dann hast du hier doppelten Schaden, wenn wir jetzt einen ordentlichen Crit hier rausscheppern. Ach, komm. Das will ich mal Der neue sehen. Helle. Boah, 3 Milliarden, Alter. Uff. Und da geht vielleicht sogar noch mehr, ne? Man weiß ja nicht, was das für ein Spanntreffer war. Aber schon eine 3 vorne zu sehen, ist schon sexy. Auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall bisher noch nicht geschafft. Ich glaube, mein höchstes mit meinem Magier war, glaube ich, weiß ich nicht, bisschen über 2 Milliarden irgendwas so. Ja, es wird noch dauern, bis ich da rankomme. Aber die Spanne geht auch noch höher, habe ich gesehen. Ja, definitiv. Ich glaube, bis 5.500 bei mir geht definitiv noch was, aber ich will eigentlich gar nicht so eine hohe Spanne haben. Ich achte da tatsächlich ein bisschen mehr auf die Ehrenhalle, glaube ich, als du es tust. Ja, weil ich keinen Gegner habe. Aber da bin ich. Das ist jetzt aber auch ein bisschen abgehoben, ne? Nee, also den einzigen, wo ich. Geh nochmal Ehrenhalle, gut. Den einzigen, wo ich ab und zu verliere, ist Alcuin. Ja. Warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Ist auch gut, aber. Ja, ist dann wahrscheinlich eben ne, der Spanne und hier der Glass Cannon Skillung geschuldet, ne? Wenn du mal Aber einfach normale Treffer mit Niedrigspanne raushaust. ja, kann da passieren. beneide ich dich auf deinem Server, weil du hast 2 Leute. Oh ja, da bin ich auch wirklich heilfroh, dass da noch Konkurrenz ist, ey. Ohne weiß nicht, ist wirklich langweilig, muss ich mal so sagen. Was sagst du so zum Thema Serverfusion? Bist du da eher der Freund oder ein Gegner? Ja, kommt drauf an, wenn alles gut läuft, bin ich eher dafür, weil der Server eigentlich fast tot ist. Hm. Aber so wie die das momentan kacken. Ja, muss man schauen. Hast du drauf geachtet? War das ein goldener Spinat? Ja, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Ich glaube, das waren die normalen kaufe ich nicht. Mal schauen, was hier so die Tries hier so sagen, weil der hat hier schon jetzt bisher ordentlich gefressen. der hat auch mehr Intelligenz. Ja. Hat eine 5 vorne dran. Hatten das die anderen Gegner noch nicht? Nee, 400 irgendwas. Oh, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Muss aber auch mal hier einen kleinen Crit. Ja, auch gerade sehr unlucky. Ja, doch, da geht aber was. Also wenn du hier zwei ordentliche Crits reinhaust. Ja, jetzt nochmal so ein... Da muss einfach mehr investiert werden. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt in dem Falle nicht, was schlauer ist. Ob der Spinat oder das Bier. Du kannst doch mal dann das Bier probieren. Ja. Weil das ist... Bin schon golden.
meine, dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Defense, aber mehr als 2 oder beziehungsweise als ein Treffer halten wir sowieso nie aus. Jetzt nochmal einen ordentlichen. Schade, es war kein ordentlicher. Aber jetzt habe ich eine 4 davor. Ja, das sieht natürlich auch schon mal gut aus. Ich glaube tatsächlich, das ist nachher, wir gehen auf 1,5 runter. So, da ist bei mir dann auch das Limit erreicht dann. Aber wenn er bis dahin nicht fallen sollte, und wenn danach nochmal ein Magier kommt, dann sind wir ja dann treten wir ja quasi auf der Stelle, dann haben wir ja das gleiche Problem nochmal. Ja. Die Tries sehen auch nicht unbedingt besser aus als mit dem Spinat. Ja, Spinat war, glaube ich, besser. Ja, würde ich fast auch sagen. Ja. Gucken wir nochmal nach einem goldenen Spinat hier. Jetzt sind wir heute in Gönnermodus. Da ist halt, ja, man muss sich halt jetzt auf deine Waffenspanne so ein bisschen verlassen. Ansonsten ist man verlassen. Der war knapp gewesen gerade. Ja, irgendwas wollte ich dich noch fragen. Stimmt. Das wollte ich noch fragen. Seit wann spielst du Shakes and Fidget jetzt aktiv? Und hast du zwischendurch Pausen gemacht oder spielst du, seitdem du angefangen hast, eigentlich durchgängig? Also, wenn du mal in die Charakterbeschreibung gehst, steht's da, wann ich angefangen habe. Oh, ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und ohne Pause. Also. Okay, ja. Aber sonst würden auch, glaube ich, diese Stats hier nicht so zustande kommen. Aber noch nicht von Anfang an Pulle. Mhm. Also am Anfang eher so Free-to-Play oder doch schon mit Greifendrache und Alu und sowas? Ja gut, was halt am Anfang holt man sich ja sowas, ne? Greifendrache. Aber glaube bis Stufe 100 oder 200 irgendwie so um den Dreh habe ich erstmal. Man muss das Spiel ja auch erstmal kennenlernen, ne? Mhm. Ja, also ich habe zum Anfang Free-to-Play gespielt. Also ich bin nicht mit 320 Alu bzw. Greifendrache gestartet. Aber wie gesagt, da kannte ich das Spiel ja auch noch nicht so gut, wie du schon sagst, man muss es kennenlernen, aber ja, ich bin da ein bisschen low-budget reingestartet, muss ich sagen. Und dann halt auch lange Zeit nur die Voraussetzung, so 320 Alu, 50er Mount, nicht mal mit Glücksrad und sowas, weißt du? Ja. Damals gab es auch noch nicht so viel. Ach naja, ich habe, glaube ich, 2014 angefangen, da gab es schon ein bisschen was, also Festung und sowas gab es da zwar, glaube ich, noch nicht. Aber wie knapp. Aber es kam ja dann auch alles mit der Zeit. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, dadurch, dass er halt so viel Intelligenz hat, machst du halt eben nicht ganz so viel Damage, ne? Das ist halt eben auch leider das Problem an der Stelle. Ich weiß nicht, sonst hätte ich ja gefragt, falls wir noch einen starken Magier hier von den Zuschauern haben, könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wie weit ihr gekommen seid. Aber so viele starke Magier gibt es ja dann, glaube ich, gar nicht mehr, die noch über dem Matze hier sind. Das ist ja dann vielleicht nur die Nachteule, die ja noch einigermaßen rankommen könnte. Ansonsten sieht es halt auch für die anderen Klassen relativ düster aus, so für die Kundschafter auch und für die Krieger. Ja. Ja gut, mit Nachteule hat ja ähnliche Werte, hast du gesehen. Mhm. Also ja, ich muss sagen, wenn du es nicht schaffst, dann schafft es, glaube ich, auch keiner diesmal. Ich glaube auch gehört zu haben, dass irgendwas gesagt worden ist, dass sie so ein bisschen die Gegner angepasst haben, weil sie halt beim letzten Mal nicht damit gerechnet haben, dass irgendjemand überhaupt alle 500 Etagen schafft und das dann jetzt, glaube ich, so normal ein bisschen gebalanced haben, beziehungsweise angehoben haben, dass dies halt diesmal wirklich so der Fall ist und anscheinend sieht es halt auch wirklich so danach aus. Ja. Auch wenn es den Eindruck vermittelt, dass es diesmal leichter sein würde durch halt die ganzen Boni, aber ihr seht halt eben, ja, hier ist so langsam Feierabend. Wir hatten schon Try dabei, wo du zweimal mit echt guten Crits reingeschallert hast, aber ich glaube, da ist dann nachher auch bald gar nicht mehr viel mehr möglich. Ich würde hier so ein Crit, das war vorhin auch fast so die höchste Spanne, die du, glaube ich, hattest hier. Mit noch einen guten? Na. Also so 1,2 Milliarden, ich glaube viel. 1,3. Ich schätze den Gegner so auf, weiß ich nicht, so auf 0,30% oder so irgendwie ein. So vom Ding her. Jetzt nochmal. Ja. Oh mein Gott. Ja. Soll nicht sein. Nee. Ja gut, 12 hast du noch. Ja. Aber ja, das
das müssen 200-prozentige sein, sonst ist das nicht. Und damit hast du keine hohen Chancen hier. 1,2. Na gut, du hattest eben 1,2, das davor war 1,4 Milliarden, ne, was du mal rausgehauen hast. Ja. Ja, 0,3, 0,5, also 0,50er Chance vielleicht so maximal. Viel mehr würde ich den hier realistisch nicht einschätzen. Aber auf jeden Fall spannend zu sehen, mal wie weit du hier gekommen bist, wenn man so ein bisschen... Hättest du selbst auch so viel investiert? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also wie gesagt, bei mir war ja bei 83 Schluss. Ja, War dann lohnt sich auch wirklich nicht, ne? Also Freunde, macht das nicht unbedingt nach hier, es sei denn, ihr habt irgendwie das Geld locker und erfreut euch daran, ein bisschen reinzupilzen, dann macht das. Ansonsten viel macht ihr dadurch nicht am Progress. Oder ihr macht ein Video mit Dorsal. Ja, das geht natürlich auch. So, wir sind auf 1500 runter. Ja, viel mehr machen wir jetzt nicht hier. Wie gesagt, mit Angebot, was hat der Spaß gekostet? Ja, eine 50er kriegst du auf jeden Fall. Dafür, dass du auch hier den Account zur Verfügung gestellt hast. Dann hast du noch mal ein bisschen oben drauf. Und danke dir. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, weiter so großartig nichts zu zeigen. Falls ihr noch irgendwie Fragen haben solltet, ja? Ja, du kannst nur mal alles so zeigen, Festungen oder Unterwelt, wenn du willst. Also da bin ich fast fertig. Stimmt, ne? Da können wir nochmal 95er Edelsteinmehl, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, stimmt. Goldgrube. Ja, ist fertig, klar. Ja, auch einen guten Speed, auch mittlerweile auf 632 ist ja Schluss. Ne? Da hast du ja dann die maximale Geschwindigkeit der Goldgrube auch ausgereizt. Dann ist die, was sagt der Nachbar, ich glaube in 75 Minuten ist die dann immer voll. Ja. Bist du da so ein Typ, der so Wecker stellt? Also tryhardest du in die Goldmine nochmal gut rein? Das wollte ich noch fragen, stimmt. Aufgrund deiner... Tagsüber oder nachts? Ja, generell wieder so dein Ablauf ist so tagsüber beziehungsweise auch nachts, weil ich muss sagen, ich versuche tagsüber die wirklich fast jede Stunde abzuholen. Jetzt gerade zum Gold-Event und in der Nacht, wenn ich mal auf Klo muss ich sagen, bin ich glaube ich auch 1-2 Mal auch die Goldgrube am Abholen. Wie ist das so bei dir? Mache ich eigentlich ähnlich, wenn ich entweder am PC oder am Handy hole es ab. Wenn ich weiß, bin jetzt unterwegs, hole es vorher nochmal ab, ja. Und nachts, wie du auch, wenn ich auf bin, dann gehe ich auf das Handy und hole die ab. Muss man aber auch machen, wenn man halt wirklich so eine heftigen Skillpunkte hat. Und ich glaube, ich track dich zwar nicht pro Monat, was du so machst, wie viele Basispunkte so pro Monat. So laut deinen Aussagen weißt du es wahrscheinlich selbst auch nicht genau, ne? Nee. Also aber ich gehe mal davon aus, dass du halt auch schon sehr weit oben bist, was so diese monatlichen Basis-Skillpunkte angeht. Und ja, dafür muss man halt ordentliches Commitment in den Char reinstecken. Ja, Leute, wie gesagt, ansonsten, falls ihr noch soweit Fragen an den guten Seif, a.k.a. Matze, habt, dann stellt die gerne in die Kommentare. Und hat mich sehr gefreut, dass du hier heute gewesen bist. Hat mich gefreut, dass das so spontan auch geklappt hat. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Video. Die letzten Worte gehören, wie immer, meinem Gast. Und ich verabschiede mich schon mal. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Mich hat auch sehr gefreut. Ich war am Anfang ein bisschen nervös. Aber es hat sich dann gelegt. Und können wir gerne irgendwann mal wieder machen. Definitiv, auf jeden Fall. Also freut mich immer. Freut mich immer, so High-Chars in den Videos zu zeigen. Ist immer sehr sehenswert auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich grüße nochmal alle aus der Gilde und alle, die so mich kennen, ne? Wir sind eigentlich recht aktiv. Und mit ein paar Leuten schreibe ich an Discord. Und ich hatte ja früher noch mehrere Accounts auf Server 6 und 7, aber habe ich ja aufgegeben. Ja, aber sonst ein Account reicht. Ja, definitiv. Vor allem, wo so viel Herzblut reingesteckt wird wie in diesen hier. Da braucht man nicht viel mehr. Gut, Leute, das war's soweit. Wir verabschieden uns. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.